Hi, herzlich willkommen bei Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David. Heute kommt der zweite Teil zum Video. Lohnt sich eine private Vermietung vom eigenen Wohnmobil? Was kommt da rum? Wie sehen die Zahlen bei mir aus? Wie sind meine Erfahrungen dazu? Welche Tipps kann ich dazu geben, damit es auch Sinn macht? Und es gibt natürlich auch noch ein Fazit, für wen das Sinn macht, für wen vielleicht auch nicht. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis gleich. So, jetzt kommen wir zu meiner Einschätzung. Lohnt sich denn, ein eigenes privates Wohnmobil zu vermieten? Und da muss ich ganz klar sagen, ja. Denn man muss berücksichtigen oder muss bedenken, dass man durch dieses Wohnmobil, was vor der Tür steht, was auch in den meisten Fällen sehr viel steht, das verursacht schon Kosten in der Höhe X. Und wenn ich dann Einnahmen erzeuge, dann minimiere ich meine Kosten, die da sind. Das heißt, ich bin eigentlich ab dem ersten Euro schon im Gewinn. Ja? Ich habe nicht die Ausgaben, um Gewinn zu erzeugen, ich habe die Ausgaben Wir nehmen mal das Beispiel, man zahlt 400 Euro Abtrag, wie auch immer das zusammenhängt, ob jemand 20.000 Euro Eigenkapital hatte oder aber vielleicht für 40.000 Euro einen Kastenwagen gekauft hat. Beispiel, man hat jetzt die 400 Euro plus Steuern, plus Versicherung und dann kommt man, sagen wir mal, in einen Bereich von 500 Euro Ausgaben im Monat. Und wenn ich dann es schaffe, durch die Vermietung 500 Euro Einnahmen zu erzeugen im Monat, das wären 6.000 im Jahr, ist realistisch, dann bin ich auf Null. Meine monatlichen Ausgaben oder meine jährlichen, wie ich das sehen will, die fressen sich auf. Das heißt, ich habe das Mobil rein rechnerisch für 0 Euro vor der Tür stehen, kann es aber einen Großteil des Jahres benutzen. Das heißt, ich habe das Mobil für 0 Euro, habe aber Spaß damit, benutze es, fahre in Urlaub. Ja, spare sogar Geld, weil ich keins mieten muss oder kein Hotel mieten muss. Ja, so. Dazu kommt noch, dass ihr natürlich einen gewissen Aufwand habt. Ihr habt natürlich Zeitaufwand, ob das jetzt ist für Übergaben oder für Administratives. Ihr habt auch vielleicht noch ein paar Ausgaben zusätzlich für Steuerberatung. Kommt man natürlich dann vielleicht bei der Kalkulation jetzt ein bisschen ins Minus. Aber was die wenigsten bedenken ist, dass man natürlich das Mobil sich abzahlt oder jemand anders, mehrere Mieter, das Mobil in dem Fall abzahlen. Ja, und das Mobil aber nach einer gewissen Zeit X trotzdem noch einen Restwert hat. Also wenn ich mein Mobil in 10 Jahren zum Beispiel abzahle und dann die Schulden getilgt sind und ich aber mit den 500 als Beispiel das nie selbst machen musste, sondern immer das die Mieter gemacht haben, dann habe ich nach 10 Jahren ein Mobil vor der Tür stehen, was abgezahlt ist, was aber noch einen Restwert hat von X. Und dieser Restwert, wenn ich dann jemand verkaufen würde, ja, der würde ja wieder noch da sein. Ja? Ich habe mal eine Kalkulation aufgemacht. Da kriegt ihr gleich mal so eine grobe Info, eine Einschätzung von mir, was realistisch ist. Also Vermietungsdauer oder Vermietungszeit: eine Woche April, eine Woche Mai, eine Juni, 2 im Juli, 3 im August, eine September, eine Oktober. Das ist jetzt klein gerechnet. Ihr wollt ja auch selbst noch wegfahren. Und es ist jetzt ohne Winter gerechnet. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch im Winter rausgeben könnt, ist natürlich noch ein halbes weiteres Jahr da, wo weniger geht, aber wo auch was gehen kann. Also, das sind jetzt mal 10 Wochen im Jahr, 6 Nächte. Das wären 60 Nächte, die ihr das vermieten würdet. 80 Euro Einnahmen, die euch bleiben. Das können 70 sein, das können 90 sein, das könnt ihr selbst entscheiden. Das wären 4.800 Euro Einnahmen vor Steuer. Ja? Nur, dass wir das mal besprochen haben. Ne? Da kann ja noch eine Steuerlast kommen. So. Und wenn man das mal hochrechnet auf 10 Jahre, dann ist man bei 48.000 Euro, die man bekommen hat. So. Und wenn das Gerät als Beispiel 50.000 Euro gekostet hat, dann hat man, oder es hat 48.000 Euro gekostet, dann ist man nach 10 Jahren auf Null. Und bezahlt wurde es nicht von einem selbst, sondern durch die Vermietung. So. Und dann hat man eigentlich keine Kosten gehabt. Und jetzt ist es so, dass das Mobil nach den 10 Jahren ja trotzdem noch einen Restwert hat von zum Beispiel 20.000 Euro. Wir wissen alle, die Mobile haben extrem Werterhalt. Ja? Das war damals auch ein Grund für mich zu sagen, ich kaufe ein neues anstatt ein gebrauchtes, weil gebrauchte teilweise noch so eine riesen Summen kosten, obwohl die schon 100.000 runter haben zum Beispiel und vielleicht 10 Jahre alt sind.
dass das Wahnsinn ist, was die so an Werterhalt noch haben. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass dieses Mobil nach 10 Jahren und zum Beispiel 140.000 Kilometer noch einen Restwert hat von 20.000 Euro, dann hat man diese 20.000 Euro ja noch übrig, obwohl man für das Mobil gar nichts bezahlt hat. Also so kommen dann die Kalkulationen auf jeden Fall zustande, wo man sagt, ich habe einen gewissen Aufwand, der kleiner ist, wie ich vorher dachte, und habe dafür aber das auf Null, bezahle nichts, habe einen gewissen Aufwand, aber ich habe noch einen Restwert. Und dadurch wird es auf jeden Fall finanziell so oder so ist es interessant für eine eigene private Vermietung. Von daher absolut empfehlenswert, lohnt sich. So, jetzt mein Fazit und meine Sicht auf die ganze Sache. Wie ihr bestimmt schon rausgehört habt, bin ich absolut überzeugt. Habe das damals entschieden, im Vorfeld auch kalkuliert, und die Kalkulation ist ja auch immer so ein Thema, die kann eintreten, muss aber nicht. Ja? Und man muss sich ein bisschen zügeln, oft kalkuliert man so optimiert, aber ich muss sagen, meine Erwartungen wurden übertroffen. Und obwohl wir hier dieses Jahr so ein spezielles Jahr hatten mit Corona, April und Mai und März gar nicht ging zur Vermietung und auch Oktober nicht, muss ich trotzdem sagen, habe ich Einnahmen erzeugt, die ich vorher oder die man nicht unbedingt erwarten musste. Gerade weil die Monate ja eh nicht dabei waren, da war ja nichts erlaubt. Also von daher muss ich schon sagen, Paul Kemper, die machen das schon gut. Die schaffen das schon, dass das gesehen wird. Das liegt auch viel daran, dass die gut Werbung machen. Ich sehe nämlich oft auch selbst, wie Werbung geschalten wird, wo ich mich selbst sehe. Ja, die Google-Algorithmen wissen ja nicht automatisch, dass ich das bin. Ja, also die schalten auch oft Werbung links, rechts, oben, unten. Wenn natürlich ein Camping-Interessierter oder jemand, der sich mit Wohnmobil beschäftigt, der kriegt dann solche Werbung. Was natürlich klasse ist, und ich weiß, was sowas kostet, sowas zu machen. Ne? Die kriegen ihre Provision, klar, aber die haben sie aus meiner Sicht auch voll verdient, weil die wirklich das gut schaffen, dass die Mobile da auch wirklich rausgehen. Ne? Man weiß es vorher nie. Man denkt immer, ja, geht das da? Kommt da überhaupt was rein? Aber wie viele Anfragen da reingekommen sind, und super. Also kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, Paul Kemper kann ich absolut empfehlen. Ich kann aus meiner Sicht die Vermietung absolut empfehlen in Sachen Schäden. Und ich hatte auch Schäden. Wir hatten auch große Schäden. Da mache ich noch ein extra Video dazu, wie ich das repariert habe. Und zwar hatten wir Frontschäden, wo wirklich einmal ein Kratzer auf einer Seite war, Frontschutz, und einmal komplett wirklich jemand auf den Stein gefahren ist. Ja? Und trotzdem muss ich sagen, bin ich absolut davon überzeugt, die Abläufe, die Schadenregulierung und die Umsetzung und so, dadurch habe ich auch die Erfahrung sammeln können, wie ist denn das in dem Fall. Und dadurch kann ich auch sagen, selbst das ist alles super, man sieht dann ja im Nachhinein nichts mehr davon. Und wenn so ein Plastikteil mal zerkratzt ist oder was, dann baut man das ab, bringt es zum Lackierer und danach ist es wieder wie neu. Ja? Und das ist super. Also mein Fazit auch gerade innen. Also ich habe es erlebt, wir haben das Mobil rausgegeben und wir haben das wiederbekommen. Und wir waren überrascht, wie sauber die Leute das doch hinbekommen haben. Also man darf ja nicht vergessen, manchmal sind die ja auch nicht zu Hause, sondern die fahren vom Urlaubsort zu mir, geben mir das und fahren dann weiter nach Hause. Ja? Und da bin ich manchmal schon echt überrascht, wie stark die Leute das hinkriegen. Klar, in den AGB steht drin, bei Verschmutzung, steht zum Beispiel auch drin, bei Verschmutzung, wenn ich nachreinigen muss oder wenn ich selbst reinigen muss, kann ich dafür Geld nehmen. Ne? Das wollen die Leute natürlich nicht. Aber es hat auch was mit Respekt zu tun, und es ist auch privat zu privat, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen eine Gefühlssache. Ne? Dass die Leute da auch das nicht so kommerziell sehen, sondern die wissen, das ist ein privates Mobil von einer Familie zum Beispiel, oder die haben mich auch kennengelernt, und dann wollen die das vielleicht ordentlich ausgeben. Ne? Also mein Fazit: absolute Empfehlung. Ich kann nichts Nachteiliges sagen. Wie gesagt, wer ein bisschen die Kosten minimieren will für sein Mobil, oder wer vielleicht sagt, so ein Mobil, das lohnt sich für mich finanziell nicht, oder ich kann es finanziell nicht, der hat hier dadurch die Möglichkeit zu sagen, ey, klar kann ich. Ich kann ein Mobil holen, weil es kostet mich, wenn ich es richtig mache, nichts. Und ich hab's.
kann 11 Monate oder 10 Monate im Jahr damit unterwegs sein, obwohl ich eigentlich das Geld nicht dafür habe. Möglich, alles möglich. Super. Ne? So in dem Sinne, ich hoffe, es war nicht zu lang, ich habe euch nicht zu derb vollgequatscht. Und ja, abonniert gerne den Kanal, freue ich mich. Ich werde noch ganz viele Videos zum Thema Vermietung machen, zum Thema Schäden, zum Thema Optimierung für Vermietung. Ich werde sicher auch in die Tiefe gehen, wenn es den einen oder anderen interessiert, was so an Umsätzen wirklich auch machbar ist und wie man gewisse Sachen nochmal optimieren kann. Wie ich drüber denke, wenn man mit mehreren Immobilien beginnt oder zusätzlich beginnt. Ja, schreibt ruhig in die Kommentare, was euch speziell interessiert, was vielleicht auch ein bisschen kurz gekommen ist. Dann habe ich neue Ideen für neue Videos. Und wie gesagt, freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert und zukünftig dabei seid. Und wir sehen und hören. Macht's gut, ciao.